Guten Morgen. Karin schläft noch, aber die Krähen hinter uns oder neben uns, die liefern sich so ein Duell, ein Schreiduell. Ich mache mir gerade ein Müsli. Mehr oder weniger erfolgreich. Good morning. Wir sind in Irland auf der Wiese und genießen noch ein bisschen den Platz, dass wir da einfach stehen können. Leine repariert ein paar Kleinigkeiten, die kaputt gegangen sind. Was gibt's heute zum Mittagessen? Es gab schon Spaghetti und jetzt gibt es Grießnoggelsuppe. Und es schüttet und es ist kalt und windig und die Suppe ist warm und macht wieder gute Laune. Aber man muss fairerweise dazu sagen, dass wir uns absichtlich das so ausgesucht haben, dass wir jetzt nach Irland schon fahren, weil es uns in Frankreich zu warm war. Nachdem es so regnet, werden wir den Schlafplatz heute nicht mehr verlassen und noch eine Nacht hier bleiben. Wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben Essen, wir haben was zu lesen, warme Kleidung. Ich habe vorher auf den Wetterbericht geschaut. Die nächsten 3 Tage regnet es nur durch. Unser Überzelt ist nicht gescheit abgespannt, seitlich. Und das haben wir uns vorher schon gedacht, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass es so stark zu regnen beginnen wird. Und deswegen muss ich jetzt noch mal raus. Unser Zelt ist nämlich sonst undicht und da und auf der anderen Seite auch kommt Wasser rein. Und weil das Wetter so gar nicht mitspielt, werden wir jetzt uns einen Film anschauen. Guten Morgen. Es regnet immer noch und das eigentlich jetzt die ganze Nacht durch. Also wir stehen hier auf einer großen Wiese und es bilden sich schon richtig große Lacken. Am Dach unseres Dachzelts ist da vorne beim Überhang so eine kleine Grube. Und das hat sich bis jetzt beim Regen immer das Wasser gesammelt. Aber so schlimm wie jetzt war es noch nie. Wir werden das jetzt einmal ausleeren. Guten Morgen. Und es hat mittlerweile kurz aufgehört zu regnen und ich habe so Hunger und werde jetzt frühstücken. Wir haben keine Löffel, wir müssen erst abwaschen. Irland. Wir haben uns zusammengepackt und machen uns jetzt auf den Weg. Weil uns der Bauer hier auf seiner Wiese hat stehen lassen, schenken wir ihm jetzt Mandelschnitten. Wir haben auf die Rückseite geschrieben Thank you und eine Sonne gemacht, aber aufgrund der Wetterlage werden wir sie leider streichen müssen. Und eine schöne Regenwolke dazu machen. Das ist unser Frühstück. Es hat wie vom Wetterbericht angekündigt aufgehört zu regnen und jetzt geht nur noch der Wind recht stark. Und jetzt sieht man endlich mal die grünen Wiesen von Irland mit den Kühen in all ihrer Pracht. Das Restaurant heißt Riverview Restaurant und das da hinten ist das einzige Stück River, das man sehen kann vom Riverview Restaurant.
Geld abheben beim Bankomaten in Irland und er hat mich gefragt, ob ich eine Quittung möchte. Und ich habe gesagt, ja. Er hat gemeint, dieser Bankomat gibt automatisch keine Quittungen aus. Möchten Sie trotzdem eine Quittung? Ich habe gesagt, ja. Und dann haben sie gemeint, die Bank kümmert sich um die Umwelt und deswegen möchten sie, dass ich ihnen bestätige, dass ich dieses Receipt umweltgerecht entsorgen werde. Dann muss ich nochmal auf Continue drücken und erst dann habe ich mein Geld und meine Quittung bekommen. In New Ross, wo wir gerade sind, gibt es eine Nachbildung eines alten Schlepperschiffs. Und die nächste Tour beginnt in 10 Minuten, eine Dreiviertelstunde Tour. Und das ist unser Passenger Contract, den wir abgeschlossen haben. Auf solchen Schiffen, die eigentlich zum Warentransport von Amerika nach Irland dienten, sind auf dem Weg von Irland nach Amerika über 1 Million Iren während oder nach der großen Hungersnot 1845 bis 1850 ausgewandert. Die Umstände damals waren so schlecht, dass ca. die Hälfte der Auswandernden die 2-monatige Überfahrt nicht überlebten. Vor der Hungersnot lebten über 8 Millionen Leute in Irland. Während und nach der Hungersnot ist die Bevölkerungszahl rapide gesunken und hat bis heute nicht den Stand von 1840 erreicht. 2016 lebten 4,7 Millionen Menschen in Irland und 1840 vor der Hungersnot waren es 8,1 Millionen. Wir haben uns jetzt 3 Campingplätze ausgesucht und wir fahren zu den 3 und der uns am besten gefällt, da bleiben wir dann. Weil wir müssen nämlich unsere Batterie aufladen und duschen und es ist ziemlich kalt draußen. Also jetzt kommt die Sonne raus, aber es ist noch immer zu kalt, um einfach so zu duschen. Der Freund wird ein Mobile Home transportiert. Tell me that you're not planning to pull me down. Does it make sense? Reflecting hours and 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 hours. All is fair in love and war, but what remains is a broken heart. All is fair in love and war, but remember, if you love somebody, let them go. Tell me that we lose control of ourselves, like in a dream. Hallo, guten Abend. Wir wollen eigentlich nur auf einen Campingplatz wegen der Duschen und wegen Strom, weil wir unsere Zusatzbatterie aufladen müssen. Der erste Campingplatz hatte keine guten Duschen, der zweite war komplett verlassen, der dritte war zu. Beim 4. Campingplatz hatten sie nur UK-Sockets und wir haben aber keinen Adapter dabei. Somit konnten wir unsere Batterie auch nicht laden. Dann sind wir weitergefahren bis zu dem Camping hier. Da gibt es keine Rezeption und wir stehen jetzt vor den 2 Schranken für die Einfahrt. Da kann man super parken, es ist Beton, wir machen nichts kaputt, haben keinen Strom, keine Duschen, aber immerhin zahlen wir auch nichts dafür. Wir werden jetzt das Dachzelt aufbauen und schlafen gehen. Dachzelt ist aufgebaut, alles bereit zum Schlafen. Good night. Good night. Guten Morgen. Und das ist unser Ausblick heute. Wir fühlen uns auch nicht verpflichtet, jetzt hier für eine Nacht gezahlt. Ja, wir haben wirklich nur einen Parkplatz genutzt, der kein echter Parkplatz ist, den niemand gebraucht hätte. Na gut, auf geht's. Wir sind angekommen beim Campingplatz, sind direkt hingefahren, hat Anni gefragt gerade, 24 €, das ist okay. Also wir sind gerade ziemlich begeistert von dem Campingplatz. Wir haben hier zum Kochen einen Raum mit Gaskocher mit 4 Plätzen. Wir haben Steckdosen, da können wir unsere Batterie aufladen über Nacht. Also man kann überall Feuer machen, es gibt ganz viele so Feuerstellen. Der Rain Forecast für die nächsten Stunden ist 100%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 100%, 90%. Dann ist es 3 Uhr. Das heißt, von jetzt, von 5 Uhr am Nachmittag bis 3 Uhr regnet es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit durch. Wenn man sich den Wetterbericht für die nächsten Tage ansieht, haben wir Samstag Regen, Sonntag Regen, Montag Regen, Dienstag Regen, Mittwoch Regen, Donnerstag Wolke, Freitag Wolke, Sonne, Samstag Wolke, Sonne. Sonntag wieder Regen. Wir haben vorhin ein Radio aufgedreht
Und es ist ein bisschen wie ein erweiterter Kofferraum. Wenn man hier auch sitzen kann und es ist trocken und man kann Radio hören. Das ganze Essen vorbereiten. Karin hat das Gemüse geschnitten und während sie jetzt ein kleines Schläfchen hält, werde ich es jetzt anbraten. Und dann gibt's Wraps. Schaut's gut aus. Nicht nachmachen. Wir haben Champignons, Paradeiser, Paprika, Lauch, Salat, Sauerrahm. Yay! Es ist mittlerweile 9:45 am Abend, das Feuer ist langsam ausgegangen, ist sehr schön gebrannt und es regnet tatsächlich immer noch. Und wir werden jetzt zu unserem Schlafplatz fahren, der nur 50 Meter nach links ist, und dort unser Dachzelt aufstellen. Und dann hoffentlich halbwegs trocken ins Bett kommen. Es war ziemlich windig in der Nacht und es ist jetzt auch noch. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen uns jetzt auf einen windsicheren Platz. Also wir bleiben noch eine Nacht auf dem Campingplatz, weil der super ist. Aber es ist halt sehr, sehr windig und uns ist so kalt. Und ja, wir stellen uns auf einen Platz, wo weniger Wind ist. Jetzt beginnt es wieder zu regnen. Es hat jetzt heute 3 Tage durchgeregnet. Und jetzt hatten wir bis jetzt, also jetzt ist es 3, glaube ich, hatten wir sogar ein bisschen Sonnenschein und trockenes Wetter, nur halt der Wind und die Kälte, und jetzt beginnt es wieder zu regnen. Das ist ein bisschen mühsam. Jetzt regnet es wieder ordentlich, aber da drinnen sind 2 Kocher mit je 2 Platten und da kochen wir gerade Reis mit Sugo. Wir haben jetzt den ganzen Tag in diesem kleinen Raum vom Campingplatz hier verbracht. Wir hatten schon einen schönen Ausblick, aber man hat einfach nur gesehen, dass es in diesem Land entweder regnet oder stürmt oder regnet und stürmt, und das, ja, das kann es einfach nicht sein. Good morning, wir haben Sonne. Das ist der grundsätzliche Beweis, dass es in Irland schon auch Sonne gibt. Also die Sonne scheint hier schon, aber ja, sie wird in ein paar Sekunden wieder weg sein. Während die Karin in dem Raum da hinten wieder Video schneidet, koche ich gerade und nutze den Luxus von 3 Flammen vollstens aus und mache unser Gemüse, was wir noch haben. Vorher gab es schon Zucchini mit Paradeisern und jetzt haben wir Süßkartoffeln mit Karotten und Zwiebeln und das schmeckt echt gut. Und Reis. In der kleinen Küche. Aber windgeschützt, also sehr gut. Der Sonnenschein in der Früh war noch ganz kurz und seitdem hat es praktisch durchgeregnet. In der Früh waren wir noch laufen, da hat es nur genieselt und es war halt windig, aber nicht so schlimm wie jetzt. Also ich weiß nicht, jetzt kann man es glaube ich noch nicht sehen, aber es regnet ziemlich stark gerade wieder. Und wir haben uns zusammengepackt und fahren weiter. Mal schauen, wo wir am Abend sind.